Hi Leute, wir reduzieren heute die Suzuki V-Strom 650 auf 48 PS und zwar in der Euro 4 Variante, das heißt der ganz normale Limiter über den Drehgasgriff ist vom Gesetzgeber her nicht mehr zulässig. Wir müssen also eine elektronische Box einbauen und zusätzlich eine Reduzierung im Luftfilter einsetzen. Wir lösen als allererstes die Sitzbank. Dann sehen wir hier einmal die Batterie und das Motorsteuergerät. Das Motorsteuergerät wird jetzt von uns um diesen mitgelieferten 3P-Connector erweitert. Dazu jetzt zunächst einmal dieses Gummi zur Seite nehmen, dann lässt sich das Motorsteuergerät hier hinausnehmen. Und den großen Stecker, man sieht schon, das sieht hier gleich aus, entfernen wir jetzt und setzen unseren 3P-Connector dazwischen. Danach kann das Motorsteuergerät wieder an Ort und Stelle gesetzt werden und mit dem Gummi wird dann auch das Konnektorkabel wieder ordentlich hier an der Seite befestigt, damit nichts rutscht und so, dass die Sitzbank wieder aufgesetzt werden kann. Damit ist ein großer Teil der Drossel schon vorgenommen. Jetzt müssen wir die elektronischen Werte, die hier übermittelt werden, anpassen an die Ansaugluft. Dazu müssen wir an den Luftfilter und um den freizulegen, muss ein bisschen was von dieser Plastikverkleidung entfernt werden. Wir fangen an mit den beiden Imbusschrauben hier oben. Es folgen Verbindungsniete in zwei Versionen, die die Kunststoffteile zusammenhalten. Das eine ist so ein Klicksystem. Das zweite hier unten ist zum Schrauben und auf der anderen Seite entsprechend. Dieses Kunststoff ist jetzt also gelöst, das nehmen wir ab und legen es an die Seite. Jetzt lösen wir die Schrauben an der Seite, eine sitzt hier und auf der anderen Seite auch. Das Kunststoff ist jetzt schon mal ordentlich vom Tank gelöst. Wir ziehen jetzt noch die beiden Teile der Verkleidung an jeder Seite einfach aus der Halterung hinaus. Es bleiben noch zwei Schrauben oben am Tank.
Jetzt noch die große Befestigungsschraube hier unten lösen und der Kraftstofftank lässt sich bewegen und wir bekommen Zugang zur Airbox. Um jetzt weiterarbeiten zu können, müssen wir zunächst einmal den Tank zur Seite drehen. Hier sehen wir jetzt also die Luftfilterbox und hier ist das Ansauggummi. Da müssen wir dran, deswegen einmal die Schrauben hier in der Runde lösen, damit wir den Deckel abnehmen können. Jetzt lässt sich der Deckel abnehmen und darunter sehen wir das Luftfilterelement. Den Deckel, ich nehme die Schrauben hier einmal raus, müssen wir jetzt umdrehen. Und jetzt sehen wir hier 3 Eintrittslöcher und da wir eben mit der Elektronikbox die Kraftstoffzufuhr anpassen, müssen wir das Ganze auch hier angleichen und setzen hier also Einsätze rein. So sieht das Ganze hinterher aus, die Mitte wird komplett verschlossen, an den Seiten jeweils ein kleiner Eintritt freigelassen und wie das Ganze eingesetzt wird, jetzt einmal kurz demonstriert. Wenn man sich das Ganze anschaut, ist das also so ein bisschen konisch geformt und die Einsätze lassen sich ganz einfach hier in den Schacht einsetzen. Das Ganze ist dann vollkommen formschlüssig, verschließt das Ganze ordentlich und die Ansaugluft wird angepasst. Der Deckel wird anschließend wieder aufgesetzt, verschraubt und im Grunde genommen ist die Drosselung damit vorgenommen. Zusammen mit dem mitgelieferten Teilegutachten geht es jetzt zum TÜV, zu der DEKRA oder einer anderen Prüforganisation und die technische Änderung kann bescheinigt werden. Wir wünschen allzeit gute Fahrt.